Norderstedt, Perle des Nordens. Doch wie in jeder Weltstadt gibt es auch hier Menschen, die besonderen Umständen zum Opfer gefallen und seitdem ohne feste Unterkunft sind. Jeder hat seine ganz eigenen Geschichten und Erfahrungen zu berichten. Gescheiterte Beziehung, Kündigung. Nur einige Gründe von vielen, die verzweifelten Männern und Frauen tagtäglich geschehen. Klaus ist einer von ihnen. Nachdem er sich vor 4 Monaten aus seinem Haus ausgesperrt hatte, ist er gezwungen, auf der Straße zu leben und sich durch Diebstahl und Bettelei über Wasser zu halten. Also, ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte. Ich wollte nur kurz meine Zeitung holen und dann kam eine Windböe und die Tür schlug einfach zu. Ja, das war scheiße. Ein Schicksalsschlag, wie ihn sich keiner wünscht. Doch für Klaus gibt es kein Zurück mehr. Obwohl er nicht länger nach Hause konnte, ging er anfangs weiterhin arbeiten. Ihm wurde jedoch nach 3 Tagen fristlos gekündigt, weil er ungeduscht im Büro erschien. Mittlerweile ist auch die Presse auf ihn aufmerksam geworden. Die Zeitungen titeln mit „Schweres Schicksal, ehrlicher Bürger von Staat verraten", wieso dieser Mann für eine ganze Nation steht und Buchenschrank dreiteilig aus Vollholz in Schenefeld zu verkaufen. Der Zutritt zu Asylen im ganzen Stadtgebiet wurde ihm untersagt, aus der Angst, er würde die gesamte Belegschaft aussperren. Und auch andere Obdachlose halten sich von ihm fern. Wollen sie doch nicht auch noch ihre Pappkartons verlieren. Wie stellen Sie sich das denn bitte vor? Natürlich würden wir Ihnen gerne Hungerlohn zahlen und in irgendeinen Schundjob stecken. Aber wo sollen wir Ihnen das Geld hinschicken? Oder die Gerichtsvollzieher, wenn er mal wieder nicht zur Arbeit auftaucht? Er hat gar keine Anschrift. Trotz aller Kritik an ihm bewahrt Klaus immer einen kühlen Kopf. Denn selbst in einer unbequemen Lage wie dieser, in der er bisweilen steckt, hat er immer etwas, über das er sich freuen kann. Ja, also neulich, da habe ich eine zweite Socke für meinen rechten Fuß gefunden. Das war toll. Aber an manchen Tagen ist es gar nicht so gut. Da finde ich ja nur einen Bindfaden oder so. Aber bald, da habe ich genug, um eine eigene Socke zu machen. Das wäre toll. Der Bundesverband für internationale Lamentierung über Landstreicher, Arbeitslose und Rentner Deutschlands sieht sich nicht in der Verantwortung, für Klaus' Zukunft zu sorgen, wie aus einem Gespräch mit dem Vorsitzenden hervorging. Es kann so einfach nicht weitergehen. Ständig kommen diese niederen Kreaturen angekrochen und verlangen Hilfe. Ich meine, haben die denn noch nie irgendetwas von Marktwirtschaft gehört? Wer nicht arbeitet, ist schlichtweg auch nichts wert. So einfach kann das Leben sein, das müssen die nur endlich mal verstehen. Verstehen Sie? Ja, also, diese Ignoranz macht mir anfangs ja schon ziemlich zu schaffen. Überall, wo ich auch noch hingehe, meinen die seien Schmarotzer. Was ist das nur für eine Gesellschaft, in der wir leben? Ganz recht. Echt schlimm sowas. Ich kann solche Ungerechtigkeiten einfach nicht mehr ertragen, nicht? Man sieht es ja ständig im Fernsehen. Steuerhinterziehung, Verrat, Betrug. Man muss sich dagegen einfach irgendwann mal auflehnen, nicht? Das ist immer diese ständige Kriminalität, deswegen unterstütze ich sowas auch gern. Seine Familie wandte sich von ihm ab. Seine Freunde sind im Urlaub.
Klaus sieht zu seiner Situation schon lange keinen Ausweg mehr. Zu groß sind die Differenzen zwischen ihm und den Behörden. Also, das ist schon ziemlich hart. Aber ist ja nicht mal das Schlimmste. Ich weiß ja nicht, wie lange das so weitergeht, ne? Das können jetzt ein paar Jahre sein oder wenn ich Glück habe, dann nimmt mich vielleicht irgendjemand in die Garage oder so. Das wird mir schon echt weiterhelfen, aber diese Ungewissheit, die ist schon echt hart. Noch heute kehrt Klaus immer wieder zu seinem Haus zurück und schwelgt in alten Erinnerungen an ein Leben mit festem Wohnsitz. Doch diese Gedanken machen ihn nur noch trauriger. Sehen Sie, hier lebt nicht eins. Das ist die Garage. Das ist das Fenster zur Küche. Da ging's runter zum Keller. Ja, manchmal sehne ich mich schon danach reinzugehen. Einfach ins Wohnzimmer, um mich dann vor die Glotze zu hocken und ein bisschen fernzusehen. Ich habe sogar noch die... Moment. Donnerlittchen, das sind ja die Schlüssel. Die hatte ich einfach nur in der falschen Tasche. Tja, wenn Sie mich entschuldigen, ich habe noch einen Braten im Ofen. Aha. Mhm. Ja. Alles klar. Bäume! Bäume sind nicht nur schön anzusehen. Sie spenden auch allem Leben auf diesem wunderschönen blauen Planeten, den wir einst Erde tauften, die Grundlage für ihre Existenz. Wenn irgendwann der letzte Baum gefallen ist, wird es auch für die Menschheit immer mehr bergab gehen. Denn ohne den Sauerstoff, mit dem sie uns versorgen, können nicht mal die Hochzivilisierten